Assalamu alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Der menschliche Körper ist täglich unterschiedlichen Viren, Bakterien und Mikroorganismen ausgesetzt, da diese Teil der natürlichen Lebenswelt sind. Einige dieser Mikroben sind jedoch pathogen, was bedeutet, dass sie unseren Körper infizieren und Krankheiten verursachen können und uns sehr krank machen. Beispielsweise könnte sich unsere Lunge mit dem Grippevirus infizieren, das das Gewebe schädigen und zu Schleimbildung und Atemproblemen führen kann. Der menschliche Körper jedoch verfügt über eine eingebaute Sammlung von Abwehrmechanismen, die uns vor Infektionen und Verletzungen schützen. Zum Beispiel haben wir viele weiße Blutkörperchen, die schädliche Viren und Krankheitserreger, die in unseren Körper eingedrungen sind, aktiv jagen und angreifen. Wir haben auch Antikörper, die wie Einwanderungsbeamte fungieren und fremde Mikroben in unserem Körper markieren und identifizieren, damit unser Immunsystem sie angreifen kann. Und wir haben auch eine Sammlung antibakterieller Enzyme, die in der Fettschicht unserer Haut, unserem Speichel und unseren Tränen leben, die helfen, Krankheitserreger daran zu hindern, unseren Körper zu infizieren. Wir sehen also, wie perfekt Allah unseren Körper erschaffen hat, Subhanallah. Leider leiden jedoch viele Menschen aufgrund ungesunder Ernährung unter einem geschwächten Immunsystem, wodurch sie viel wahrscheinlicher eine Infektion bekommen oder eine Krankheit entwickeln können. Hier sind einige Anzeichen, auf die wir achten sollten, wenn unser Immunsystem schwach oder geschwächt ist. Wenn du zum Beispiel einen Ausbruch von Lippenherpes oder Blasen auf deinen Lippen hast, weißt du, dass dein Immunsystem geschwächt ist und das Lippenherpesvirus aus der Remission kommt. Ein weiteres Zeichen für eine schwache Immunität sind geschwollene oder schmerzende Lymphknoten in Hals, Kinn, Achselhöhlen oder Leistengegend. Und wenn du schlecht schläfst oder dich ständig gestresst fühlst, kann dies auch auf einen hohen Cortisolspiegel hindeuten, der dein Immunsystem schwächen kann. Wenn du an einer Autoimmunerkrankung wie Typ 1 Diabetes, rheumatoide Arthritis oder Lupus leidest, bedeutet dies, dass dein Immunsystem nicht so funktioniert, wie es sollte. Der Körper kann auch mehr Schleim produzieren, um zu versuchen, chronische Infektionen zu beseitigen, die zu chronischem Husten oder Schleim führen. Und auch wenn du mehr als einmal oder zweimal pro Jahr an einer Erkältung erkrankst. Dies bedeutet definitiv, dass dein Immunsystem Schwierigkeiten hat, mitzuhalten. Es ist daher sehr wichtig, dass wir ein starkes und gesundes Immunsystem haben, wenn wir ein gesundes und erfülltes Leben führen wollen. Denn unbehandelt kann eine Immunschwäche dazu führen, dass Viren und andere Krankheitserreger in unsere Zellen eindringen und das Herz, die Lunge und den Verdauungstrakt schädigen und auch das Todesrisiko durch schwere Infektionen erhöhen. In diesem Video werden wir daher 6 Vitalstoffe untersuchen, die zur Stärkung unseres Immunsystems verwendet werden können, um Viren und andere schädliche Krankheitserreger abzuwehren. Wir werden auch einige einfache Änderungen des Lebensstils lernen, die wir vornehmen können, um die Ursachen eines schwachen Immunsystems zu beheben. Der erste Punkt auf meiner Liste ist Vitamin D3, wenn es darum geht, unser Immunsystem zu unterstützen und es vor Viren zu beschützen oder zu bekämpfen. Vitamin D ist zweifellos der wichtigste Nährstoff. Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, das der Körper bildet, wenn unsere Haut UV-Strahlen der Sonne ausgesetzt wird. Dieses fettlösliche Hormon dringt tief in jede Zelle des Körpers ein, um sie vor Infektionen und schädlichen Entzündungen zu schützen. Wenn wir unseren Vitamin-D-Spiegel aufstocken möchten, können wir täglich 10.000 internationale Einheiten Vitamin D einnehmen. Wir sollten dabei sicherstellen, dass es die Form D3 und nicht D2 hat. Mehr Vitamin D zu sich zu nehmen unterstützt unsere Thymusdrüse bei der Bildung von T-Zellen, B-Zellen und anderen weißen Blutkörperchen, die unser Immunsystem bilden und sie vor all diesen schädlichen Krankheitserregern schützen. Vitamin D3 trägt auch dazu bei, das Immunsystem zu modulieren, um beispielsweise Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis oder Psoriasis vorzubeugen. Nummer 2 ist der Vitamin-C-Komplex, also natürliches Vitamin C. Vitamin C ist ein essentieller Nährstoff, den wir täglich mit unserer Nahrung aus rohen pflanzlichen Lebensmitteln wie Beeren, Gemüse, Wildkräuter, Salatblätter und Obst zu uns nehmen sollten. Beachtet dabei jedoch, dass nur der echte, natürliche Vitamin-C-Komplex von unseren weißen Blutkörperchen aufgenommen wird und hilft, sie zu beschleunigen, sodass sie Viren und andere Krankheitserreger in unserem Körper aktiv suchen und zerstören können. Einige der reichsten Lebensmittel mit dem echten Vitamin-C-Komplex sind Kohl, Sauerkraut, jegliches fermentiertes Gemüse, Kreuzblütengemüse, Paprika, Erdbeeren, Hagebutten, Schlehen, Sanddornbeeren und vor allem natürlich die Camu-Camu-Frucht, die die Vitamin-C reichste Frucht der Erde ist.
Da die Lebensmittel heute jedoch generell sehr nährstoff- und vitaminarm sind, wäre eine zusätzliche Supplementierung stark empfohlen. Wichtig ist dabei, dass wir nur lebensmittelbasiertes Vitamin C verwenden, das aus ganzen Fruchtpulvern wie der Acerola-Kirsche, Camu-Camu oder Hagebutte hergestellt wird. Und wir sollten sicherstellen, dass wir rezeptfreie Ascorbinsäurepräparate vermeiden, die oft als Vitamin C bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit nur 5% des wahren Vitamin-C-Komplexes enthalten und darüber hinaus jedoch vom Körper nicht erkannt werden, weil sie künstlich im Labor hergestellt wurden. Sie können nicht die vielfältigen Aufgaben des echten, natürlichen Vitamin-C-Komplexes erfüllen. Das dritte Nahrungsergänzungsmittel ist gealterter, also fermentierter schwarzer Knoblauchextrakt. Wer sich niedergeschlagen, erschöpft oder schwach fühlt oder sich bereits erkältet hat, dem wird empfohlen, täglich rohen Knoblauch zu essen. Von allen botanischen Kräutern und Heilmitteln ist Knoblauch zweifellos eines der besten antiviralen Lebensmittel, die es gibt. Knoblauch enthält eine natürliche Schwefelverbindung namens Allicin, die ihm diesen scharfen Geschmack verleiht. Allicin hat sich in Studien als stärker als Antibiotika erwiesen und kann Viren, schädliche Bakterien, Pilze und Parasiten effektiv zerstören. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zum Knoblauch-Honig-Ferment an. Denn durch die Fermentation des Knoblauchs werden die Wirkstoffe potenziert, gleichzeitig aber der störende Geruch entfernt. Wer ihn jedoch frisch essen möchte, könnte ihn in den Salat geben oder auch entsaften, zusammen mit Wildkräutern oder anderem Gemüse. In Form eines Nahrungsergänzungsmittels aus schwarzem fermentiertem Knoblauch jedoch erhält man durch das darin enthaltene Allylcystein ein enorm starkes Antioxidant mit hoher Radikalfängerkapazität. Das S-Allylcystein darin ist im Vergleich zu Allicin und Allein im frischen Knoblauch sehr stabil und bleibt in entsprechenden Präparaten mindestens 12 Monate lang funktionsfähig erhalten. Deshalb wäre dieses Nahrungsergänzungsmittel stark zu empfehlen. Als nächstes kommt das sehr wichtige Zink. Wer möchte, könnte täglich bis zu 20 Milligramm chelatiertes Zink einnehmen, um ein starkes und gesundes Immunsystem zu unterstützen, um Viren und schädliche Mikroben abzuwehren. Wer bereits an einer Atemwegsinfektion oder einem Virus der Atemwege leidet, könnte größere Zinksulfatdosen bis zu 220 Milligramm für maximal eine Woche in Betracht ziehen. Der beste Weg, um an Zink zu kommen, ist jedoch der Verzehr von Austern, Krabbenfleisch, Innereien, Rindfleisch und auch Wassermelonenkernen. Wir sollten wissen, dass Zink ein essentielles Spurenelement ist, das wir zur Unterstützung unseres Immunsystems und zur Herstellung von Glutathion, dem wichtigsten Antioxidant, das in unserer Leber produziert wird, benötigen. Menschen mit einem Zinkmangel haben normalerweise eine Schrumpfung der Thymusdrüse, was die Fähigkeit des Körpers, weiße Blutkörperchen zu produzieren, verringert. Wer sich für eine Nahrungsergänzung entscheidet, sollte sicherstellen, dass er dies mit einer Mischung aus Spurenelementen, insbesondere Kupfer, einnimmt, da zu viel Zink unser Kupfer erschöpfen kann. Das fünfte Mittel ist sehr stark und heißt Schwarzkümmelöl. Die schwarzen Samen stammen aus der Nigella sativa Pflanze und haben sich als eines der stärksten Viren- und Bakterienbekämpfungsmittel der Welt erwiesen. Wer möchte, könnte bis zu 8 Wochen lang zweimal täglich einen halben Teelöffel Schwarzkümmelöl einnehmen, um sein Immunsystem schnell zu stärken und seinem Körper zu helfen, bestehende Infektionen abzuwehren. Wie wir ja auch schon vom Hadith des letzten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wissen, liegt im Schwarzkümmel Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Subhanallah. Das Schwarzkümmelöl wurde auch schon von den alten Ägyptern wegen seiner starken medizinischen Eigenschaften verwendet, da es Thymokinon und Thymohydroquinon enthält. Studien haben auch gezeigt, dass Schwarzkümmelöl auch MRSA zerstören kann, ein Superkeim, der gegen Antibiotika resistent wird. In Studien wurde ebenfalls gezeigt, dass Schwarzkümmelöl Krebszellen abtötet. Schaut euch gerne nochmal mein Video zum Allheilmittel Schwarzkümmel an. Das verlinke ich euch hier oben. Und was die Nummer 6 betrifft, so ist dies das Retinol. Retinol ist die aktive Form von Vitamin A, das nur in tierischen Lebensmitteln wie Eigelb, Butter, rotem Fleisch, Rinderleber, fettem Fisch und Käse vorkommt. Retinol ist ein essentieller Nährstoff, da er hilft, die innere Auskleidung unseres Körpers vor schädlichen Krankheitserregern zu schützen, indem er die Schleimhäute unterstützt. Die reichste natürliche Quelle für Retinol oder aktivem Vitamin A ist natives Lebertran, das in Island geerntet wird, mit einer Dosierung von einem Teelöffel pro Tag.
Es ist sehr wichtig, dass wir billige Lebertranprodukte mit synthetischem Retinol vermeiden, da dies viele Nebenwirkungen haben kann. Wir möchten, dass es vollständig natürlich ist. Das Aufladen mit Vitamin A kann eine Art weißer Blutkörperchen, nämlich die Makrophagen, dazu bringen, schädliche Krankheitserreger viel effektiver zu verschlucken, zu verschlingen und zu vergiften, bevor sie die innere Haut unseres Körpers infizieren können. Später werde ich noch 6 Änderungen des Lebensstils mit euch teilen, die wir vornehmen können, um uns vor Viren und anderen Arten von Infektionen sehr schnell zu schützen und diese abzuwehren. Aber zuerst werfen wir einen Blick darauf, warum unser Immunsystem überhaupt so langsam ist. Eine der Hauptursachen ist ein hoher Spiegel des Stresshormons Cortisol, denn wer unter starkem psychischem Stress steht, bei dem kann Cortisol Teile des Immunsystems ausschalten. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass manche Menschen nachts nicht mindestens 7 Stunden ununterbrochen schlafen, was ihre Immunabwehr stört und das Risiko einer Virusinfektion erhöht. Wer nicht genügend Nährstoffe in seiner Ernährung aus gesunder Vollwertkost erhält, über die wir heute gesprochen haben, so kann dies den Körper auch anfälliger für Krankheiten machen. Eine Schädigung des Darms oder Dickdarms wie das Leaky-Gut-Syndrom kann dazu führen, dass Krankheitserreger durch das Blut recycelt werden, was die Immunität weiter schwächt. Auch wer zu viele künstliche Süßstoffe konsumiert, wie zum Beispiel aus Sodagetränken, oder viele Antibiotika eingenommen hat, so schwächen diese alle unsere freundlichen Bakterien, was mehr Platz für Eindringlinge lässt. Und wenn wir zu viele raffinierte Getreideprodukte, Zucker und Lebensmittel auf Mehlbasis essen, können diese alle unser Zink, Vitamin C und unsere Antioxidantien erschöpfen, was dazu führt, dass die Immunzellen langsam und träge werden. Jetzt, da wir mehr darüber wissen, was die Verlangsamung unseres Immunsystems verursacht, lass uns 6 Veränderungen im Lebensstil untersuchen, die wir vornehmen können, um Viren und Krankheitserreger abzuwehren und unser Immunsystem zu stärken. Um unsere Immunzellen zu beschleunigen, beginnen wir vor jeder Mahlzeit mit dem Verzehr von einem Esslöffel naturtrüben Bio-Apfelessig in einem Glas Wasser. Stark empfehlen möchte ich hier mein natürliches Antibiotikum, das Video verlinke ich euch hier. Die Essigsäure im Apfelessig beschleunigt die Aktivität der weißen Blutkörperchen und hilft unserem Körper, Krankheitserreger zu identifizieren und zu zerstören, bevor sie in unserem Körper Schaden anrichten können. Da im natürlichen Antibiotikum die Wirkstoffe verschiedenster antibiotisch wirksamer Lebensmittel enthalten sind, wird die positive Wirkung des Apfelessigs dadurch noch verstärkt, während durch das Antibiotikum gleichzeitig alle Pathogene abgetötet werden. Im Winter sollten wir ein immunstärkendes Tonikum herstellen, um das Immunsystem zu stärken oder bestehende Infektionen abzuwehren. Dafür würde sich zum Beispiel hervorragend die Zitronen-Knoblauchkur eignen. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Denn darin ist nicht nur die ganze Zitrone mit Schale enthalten und der Knoblauch, sondern auch Ingwer, Rosmarin, Kurkuma und schwarzer Pfeffer, die jede einzeln für sich stark antibakteriell, antiviral, antioxidativ, antidiabetisch, entzündungshemmend, verdauungsfördernd und krebshemmend unter anderem wirken. Aber ebenso den Ingwer-Shot, den Erkältungskiller schlechthin, könnte man super gut herstellen, der unter anderem aus Ingwer, Kurkuma und Zitronensaft besteht und wunderbar die Abwehrkräfte stärkt. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Was den dritten Punkt betrifft, so sollten wir natürlich auf raffinierten Zucker, Getreide und Lebensmittel auf Mehlbasis komplett verzichten, genauso auf toxisches Speiseöl, da diese unser Immunsystem schwächen. Und dazu gehören natürlich auch jegliche Fertigprodukte, die aus Transfetten und Zusatzstoffen unter anderem bestehen. Ersetzen sollten wir sie durch die gesunde ketogene Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und auch durch gesunde immunstärkende Lebensmittel wie Kreuzblütengemüse, Avocados, Sprossen, Wildkräuter wenn möglich oder Wildkräutersäfte, Nüsse und Samen, Beeren aller Art, Wildfisch und mit Gras gefüttertes rotes Fleisch wie Lamm oder Rind. Immunstärkende Gewürze und Kräuter sollten in jeder Mahlzeit verwendet werden, wie Kurkuma, Zimt, Rosmarin, Thymian, Oregano, Minze und Koriander. Auch immunstärkende Tees wie Pfefferminze, Zitronenmelisse, grüner Tee und vor allem auch der Rooibos-Tee. Alle diese Kräuter und Gewürze enthalten starke Phytonährstoffe, die dem Körper helfen, sich von Krankheiten zu erholen und schädliche Eindringlinge abzutöten. Nimm anfangs und besonders im Winter, wenn es an Sonne mangelt, 10.000 Einheiten Vitamin D3 mit 100 Mikrogramm Vitamin K2 pro Tag, um den Vitamin D-Spiegel hochzuhalten.
Wer an einer Autoimmunerkrankung leidet, sollte mit seinem Heilpraktiker eventuell besprechen, die 4-fache Dosis einzunehmen, weil Vitamin D dazu beitragen kann, dass das Immunsystem seine eigenen Zellen nicht angreift. Und 6. sollten wir Stress und den Cortisolspiegel niedrig halten, indem wir uns entspannen, Atemübungen machen und täglich stressarme Übungen, wie zum Beispiel in der Natur spazieren gehen oder schwimmen. Denn hohes Cortisol und Stress sind die Killer Nummer 1, die zu Infektionen und auch Herzerkrankungen führen können. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zum Melatonin an, der Urquelle von Jugend und Gesundheit. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.